So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es das versprochene Rockrail-Video. Und zwar wollte ich euch da mal mit auf die Reise nehmen, wie ich jetzt gerade die Pendelstrecke vom Altbauteil jetzt zum Neubauteil, sprich hier zum Dorfbahnhof, der ja hier oben dann hinkommt, wie ich das in Rockrail eingerichtet habe. Deswegen unser Zug steht schon bereit zum Testen und zum Ausprobieren. Und hier seht ihr sozusagen den Streckenverlauf. Das heißt, wir werden hier einen Schlenker am Berg machen, an der Stadt oder an der Einkaufsstraße, sage ich jetzt mal, an der kleinen, hier vorbeiziehen. Und an der Eisenbahnersiedlung macht das Ganze hier einen Schlenker, bis wir hier auf Gleis 2 des Bahnhofs vor dem Hauptgebäude zum Stehen kommen. Und wie ich das eingerichtet habe, zeige ich euch jetzt und werde euch da auch noch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, dass es hoffentlich für euch auch einen Mehrwert gibt. Dann viel Spaß damit! So, jetzt sind wir mal in Rockrail drinne und ich habe euch ja mal in dem Technik-Spezialvideo mal so ein bisschen auch erzählt, warum ich Rockrail nutze, beziehungsweise für was ich Rockrail alles so nutze. Deswegen würde ich das jetzt erstmal außen vor lassen. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Und hier soll es jetzt wirklich darum gehen, wie man so eine Pendelstrecke einrichtet. Und zwar, ich versuche es euch relativ einfach darzustellen. Das ist nicht immer ganz einfach, klingt vielleicht ein bisschen nerdig, deswegen gerne in den Kommentaren dann auch schreiben, hat es euch was gebracht oder hat es euch nichts gebracht. Wollt ihr zu irgendeinem Punkt noch spezifisch mehr Informationen haben? Weil, wie gesagt, ist für mich nicht ganz einfach, aber ich möchte euch da definitiv einen Mehrwert geben, dass ihr das zu Hause auch ausprobieren könnt oder sagt, hey, das kommt für euch auch so in Frage oder habt da einfach eine kleine Unterstützung. Also, wenn ich jetzt mal den Plan angucke, da gehe ich mal oben auf die Ebene 1, weil ich habe den Plan auch in verschiedenen Ebenen eingezeichnet, weil ihr wisst, diese kleine Bergstrecke, sagen wir, hoch zum Dorfbahnhof, wir haben ja auch die Hauptstrecke, die dann auf Ebene 2 ist, ähm, geht ja ein bisschen hoch. Oder seht ihr schon unseren Zug, unseren Regiozug mit der 218473, steht hier schon da, die Belegmelder sind an, also Rückmeldekontakte, und dann haben wir hier auch die Abstellgleise. Dann geht die Gleisführung runter, hört hier quasi auf. Man kann hier so einen Konnektor einbauen und dann gehen wir auf Ebene 0 weiter. Da ist dann der zweite Teil des Konnektors, auch mit der gleichen Nummer, eben dass das Rockrail weiß, dass die miteinander verbunden sind. Dann geht es weiter an der Eisenbahnsiedlung, wie ich vorher gezeigt habe, am Signal vorbei, in den Einfahrtssignalbahnhof in den Block, und dann geht es weiter über das Weichenvorfeld eben zum Bahnhof Gleis 2. Das ist jetzt mal der Streckenverlauf, wie ihr vorher im Video gesehen habt, jetzt auch mal sozusagen virtuell in Rockrail. Und jetzt will ich euch noch so ein paar Sachen mit beigeben. Wichtig ist erstmal, also wie man den Gleisplan generell erstellt, würde ich jetzt mal auch außen vor lassen. Es ist, beziehungsweise nur vielleicht, ich kann es ja mal ganz kurz anreißen. Also wir haben dann hier bei Thema Gleisplan, könnt ihr unter Plan bearbeiten, öffnet sich so ein Fenster und könnt dann eben die verschiedenen Gleissymbole hinzufügen. Also ist gleich, glaube ich, selbstredend. Es gibt Kurven, es gibt Geraden, es gibt Prellböcke und dann Richtungsgleise, eben dann auch die Konnektoren und gebogener Gleisverlauf, das war mit Konnektoren, genau richtig. Dann verschiedene Weichen und Kreuzungen, Signale, Blöcke in verschiedenen Größen, Rückmelder und noch Zubehör, sowie auch Straßenelemente, was für das K-System ganz interessant sein kann. Und da ist jetzt noch nichts mit dabei. Ich habe nämlich auch Rockrail extra auf die neueste Version jetzt für das Update dann auch geupdatet bzw. aktualisiert. Von dem her, dass ihr da auch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand erstmal seid, auch wie die Symbole etc. aussehen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Sonst bin ich einer, der nicht so arg updatet oder Software aktualisiert, weil ich nach dem Motto immer arbeite, never touch a running system, weil wenn es funktioniert, warum soll ich was updaten? Das obliegt aber jedem selber. Ich glaube, bei Rockrail soll man sogar öfter dann die Software aktualisieren, aber das muss jeder selber machen, muss selber wissen. Also von dem her zeichnet man da seinen Plan ein, und ich habe das mal prophylaktisch einfach mal hier schon mal gemacht mit einer kleinen, ja, visuellen, einfachen Pendelstrecke. Also ihr seht hier, ihr habt den Block, das ist auch ein kleiner Block extra, ihr könnt auch die großen nehmen. Ich habe sonst bei meinem normalen Gleisverlauf, wie ihr hier seht, über die normalen Blöcke genommen. Hier sind es die
kleinen Blöcke einfach mal zum Veranschaulichen. Also Prellbock ist erstmal uninteressant, einfach für einen selber ist es ganz gut, aber wir haben den Block 1, Block 2, also Block 1 mit Test 1, Block 2 mit Test 2. Da wichtig ist, es gehört an jeden Block 2 Rückmelder. Das heißt, wir haben hier ein für Test 1, hier ein und hier ein für Test 2. Warum macht man das? Rockrail braucht für die Rückmeldung im Block einmal einen Enter-Melder. Das kann man dann konfigurieren, welche Seite der Zug dann in welcher ja, Fahrroute oder Fahrstraße, vielmehr heißt es dann, genau Fahrstraße, dann einfährt. Von welcher Richtung ist natürlich dann einmal, kann es dann der eine Rückmelder sein, der dann der Enter ist. Der Enter-Rückmelder und dann der zweite, wenn der Zug anhalten soll, der In-Melder. Und das kann sich ja, wie gesagt, dann ändern, je nachdem, welche Richtung der einfährt. Das heißt, in unserem Fall ist es bei Test 1, ist der FB50 wäre jetzt der Enter-Melder. Das heißt, da weiß das System, okay, der Zug fährt in den Block ein, man kann seine gewünschte Geschwindigkeit auch einstellen, das heißt, man kann sie auch drosseln, eben weil er langsam eben zum Beispiel in einen Bahnhof, in ein Abstellgleis reinfährt. Und so wie er den In-Rückmelder dann erreicht hat, wird eben dann der Zug angehalten. Und genauso wäre das jetzt hier bei unserer Pendelstrecke, wäre dann hier bei der Test 2, beim Test 2 Block, hier der Enter-Melder, der bei FB51 und FB52 wäre der In-Melder. Jetzt gibt es auch nochmal so verschiedene Einstellungen, also das ist der ideale Plan. Jetzt gibt es Möglichkeiten, dass man natürlich auch sagt, hey, man sagt, man hat nur einen Rückmelder eben aus platztechnischen Gründen. Geht das auch? Man kann Rockrail sagen, okay, das ist ein kombinierter Rückmelder, macht das Ganze aber nicht so genau. Also deswegen sagt man auch bei Rockrail, okay, immer 2 ist wichtig. Man kann auch mehr machen, wie ich es zum Beispiel jetzt auch auf Bahnhof Gleis 2 gemacht habe. Weil ihr habt es vorher im Video gesehen, es ist das Bahnhofsgleis ist relativ lang und auch du hast ein Bahnhofsgebäude und warum jetzt 3? Du hast jetzt zum Beispiel auch kleinere Züge. Das heißt mal so ein VT98, so ein schöner Schienenbus. Oder den 628, wenn es ein bisschen moderner sein soll. Oder 648, wenn es noch moderner und es gibt ja dann einfach zweiteilige Garnituren. Warum sollen die bis ans Ende des Gleises fahren? Respektive, wenn es ein lokgebundener Zug ist mit Wagen, dann kann es sein auch, dass die Lok ja im, sagen wir, ich gleich mal Gleisvorfeld steht, gar nicht mehr den Bahnhof oder den Bahnsteig sozusagen da anhält, so ein bisschen weiter. Das ist ja für so einen Triebzug ist es ja einfach Käse, sage ich jetzt mal so. Und deswegen gibt es dann Möglichkeiten, auch so einen Short-In-Rückmelder einzubauen. Also es wird ganz normal angeschlossen. Also das habt ihr alles schon auch gemacht. Wie gesagt, den technischen Part würde ich jetzt da auch überspringen. Also deswegen, ihr habt quasi alles schon angeschlossen, fertig. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet in einem 3 haben, dann könnt ihr so konfigurieren, dass die spezifischen Loks, die ihr dann im Logmenü dann anwählt, zum Beispiel, ich kann jetzt hier bei Tabellen, Lokomotiven und sage zum Beispiel, das habe ich jetzt auch für den Testfall mal gemacht, unsere 473, die jetzt nur 2 Wagen hat, die fährt normalerweise bei mir mit 4, aber jetzt für die Bergstrecke ist es jetzt so ein bisschen, habe ich mal gesagt, verkürze ich das Ganze dann. Und kann dann in den Einzelheiten der Log, kann ich dann sagen, Short-In verwenden. Das heißt, so wie in dem Block ein Short-In Rückmelder verbaut ist, wird er den verwenden. Und der ist so eingestellt bei mir, dass er sehr genau oder relativ genau in der Mitte vom Bahnhof anhält, sprich auch vor allen Dingen hauptsächlich unter dem Bahnhofsdach und auch bei dem Hauptgebäude, was einfach schöner auch aussieht und mehr Sinn macht. Und wenn ich jetzt mal auf Gleis 2 draufklicke, wenn ich da mal euch so ein bisschen zeige, wie habe ich denn das alles konfiguriert, dann sehe ich hier unter Eigenschaften die, Moment, die Fahrstraßen, da kann ich dann eben diese verschiedenen Rückmelder dann auch anlegen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel FB12 ist jetzt bei All Enter Plus. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Block habe, hier seht ihr auch dieses kleine Plus, das heißt bei jedem Block, zum Beispiel auch hier habt ihr ein kleines Plus, hier ein kleines Plus und das müsst ihr dann gucken bei All Enter Plus, also alle, die da reinkommen, ist erstmal der FB12
der wäre jetzt hier derjenige, den ich jetzt mal, okay, ich kann ihn nicht anklicken, der hier verbaut ist. Dann haben wir am FB45, welcher dieser Short-In ist. Wie gesagt, wenn es die Lok angeklickt hat in den Lokomotivmenü, dann nutzt er den, sonst lässt er ihn einfach außen vor. Und der In-Melder ist dann eben der FB46. Aber genauso auch von der anderen Seite All Enter Minus, was eben dann die andere Seite ist, ein Minus ist nicht extra dargestellt, sage ich Enter, ist nämlich der 46er, Short In der 45 nach wie vor, aber der In ist der 12 oder 12er. Das heißt, es ist genau von der anderen Seite, weil natürlich bei dem Gleis, bei dem Vorschlag oder bei dem Szenario jetzt, wo ich euch das mit dem Short In jetzt gerade gezeigt habe, da ist eben dann das Thema, dass man halt von beiden Seiten reinfahren kann. Jetzt, genau, deswegen, das wollte ich euch nur mal kurz sagen, solche Möglichkeiten gibt es. Gerade könnt ihr das auch in Betracht ziehen, ist es auch für mich jetzt relativ neu gewesen. Also ich habe das davor immer nur 2 Rückmelder genommen, wie ihr auch im Plan immer seht. Wobei ich zum Beispiel auch bei der Brauereistrecke oben immer nur einen genommen habe. Also einen für die Einfahrt, für den Einfahrtsblock, wo aber nie angehalten wird, und in der Brauerei, wo er dann nachher wirklich zum Stehen kommt. Also es gibt dann so Konstellationen, da muss man selber immer gucken und man kann auch ein bisschen die Zeit arretieren. Das ist auch kein Thema. Also wenn man jetzt hier sagt zum Beispiel T2, könnte man jetzt hier einen Ereigniszeitgeber 2 mit eingeben. Also wenn wir das jetzt nochmal rekapitulieren. Wenn ich jetzt hier unseren Test 1 Block da nehme. Jetzt gehen wir aus von All Enter Plus. Das heißt, wenn jetzt der Zug von der Seite kommen würde, dann gehen wir trotzdem einfach mal der Vollständigkeit halber jetzt hier den 49er an als Enter und FB 50 als In. Also von der Plusseite ist ja hier dieses kleine Plus, erst 49, dann FB 50. Von der Minusseite ist genau die andere Seite, kommt erstmal der 50er, der als Entermelder deklariert wird, und dann kommt der 49er eben als In. Und dann können wir das Ganze speichern. Seht das immer genau verkehrt herum. Und dann speichern wir das Ganze. Genauso können wir es auf Test 2 machen. Tun wir das Fenster ein bisschen höher, damit man es, das war zu groß. Also ihr seht, wir haben hier, wenn wir unter Fahrstraßen wieder gehen, All Enter Plus. Das heißt, wir kommen jetzt von der Seite, haben wir erst den Rückmelder 51 diesmal. Den machen wir als Enter und dann den 52 als In. Genauso auch wie wenn wir von der anderen Seite jetzt gehen würden, haben wir erst den 52er als Enter und dann den 51er als In. Wie gesagt, noch vollständigkeitshalber gesagt. Und das war es das Ganze. Aber jetzt bin ich noch ein paar Arbeiten drin, deswegen habe ich jetzt hier kurz was hingesetzt. Du kannst auch mal Gleisplan Bedienung machen, ist es auch einfacher, weil sonst macht er immer das letzte, was man ausgewählt hat, setzt er immer auf den Gleisplan drauf. Und mehr ist es erstmal gar nicht. Es ist wirklich so erstmal sehr, sehr einfach. Das heißt, wir haben unsere Pendelstrecke, das System, also Rockrell weiß jetzt, von welcher Seite er quasi ein Rückmeldekontakt angefahren wird, also von einem Zug, was er immer in den Blöcken machen soll. Der eine ist der Enter, das heißt meistens wird die Geschwindigkeit dann gedrosselt, wenn er anhalten soll, und beim In hört er dann auf zu fahren bzw. stoppt dann. Und auch in den Blockeigenschaften, wenn wir jetzt mal bei Test 1 reingucken, gibt es natürlich hier verschiedene Möglichkeiten. Hier noch, man kann hier Signale mit reinsetzen. Würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Wenn ihr da ein Video wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Also können wir alles machen, gar kein Thema. Wir können hier noch Blockwartezeiten mit reinsetzen und hier zum Beispiel auch, was soll die Lok oder der Zug bei Ankunft oder bei Abfahrt oder bei Stopp für eine Geschwindigkeit haben. Also können wir jetzt dann sagen, okay, wir machen die Maximalgeschwindigkeit, das ist standardmäßig eingestellt. Können wir auch sagen, die Reisegeschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit und die Minimalgeschwindigkeit. So kann man das alles jetzt deklarieren. Kann man aber nachher noch spezifisch für die einzelnen Fahrstraßen machen, was ich immer gerne mache. Also ich mache keine also meistens keine Blockgeschwindigkeit, sondern ich habe halt von verschiedenen Richtungen, wenn ich anfahre, habe ich auch unter Umständen unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn die Weiche auf gerade gestellt ist,
dann kann ja der Zug schneller in den Bahnhof fahren und auch schneller auch wieder abfahren, wenn auch die Weiche sozusagen auf gerade ist, auf Fahrt. Wenn die aber in ein Abstellgleis danach abbiegt oder ein Weichenvorfeld, wo es über mehrere abbiegende Weichen und Kreuzungsweichen oder sowas dann geht, macht es ja auch Sinn, das Ganze dann mit einer niedrigeren Geschwindigkeit noch anzufahren, bis dann eben wieder das freie Gleis, also das freie Hauptgleis, danach, wo der Zug Gas geben kann, dann auch wieder frei ist oder erreicht wurde. Also von dem her, da kann man ganz, ganz viel einstellen. Will ich jetzt gar nicht so viel machen. Ich kann euch nur gleich nochmal zeigen, wie die Geschwindigkeit dann bei der Lok wieder, wie sozusagen, wie das dann ähm, miteinander verbunden ist. Und haben wir hier noch das Thema Berechtigungen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, welche Lok, welche Züge können wir zulassen. Die dürfen reinfahren. Oder welche sind ausgenommen. Können wir alles reinmachen, damit man eben dann sagen kann, okay, ähm, der Personenzug, der mega lange, darf jetzt nicht in das kurze Abstellgleis reinfahren, weil dann ist nämlich alles blockiert. Also zum Beispiel einfach solche Sachen. Wir können auch noch die Antriebsart sagen, die wir zulassen wollen. Wir können auch welchen Typ von Zug eben dann gerade. Es macht ja nichts am Güterbahnhof, dass dann der Fernverkehrszug anhält. Es sei denn, es ist ein Abstellgleis, macht aber jetzt vielleicht wenig Sinn. Ist es ein Pendelzug? Welche Antriebsart? Kann dann vor allen Dingen sein mit Oberleitung, könnte das Ganze zum Tragen kommen. Macht ja auch nicht Sinn, wenn die Elektrolok dann in einem Dieselstreckenabschnitt auf einmal umherfährt. Sieht vielleicht nicht so gut aus. Die rechtlichen Sachen sind jetzt nicht ganz so wichtig. Deswegen, das ist nochmal als kleiner Exkurs dabei. Wenn ich jetzt wieder in die Tabellen reingehe zu den Lokomotiven und da wieder auf unsere 218 473, unsere König Ludwig, da können wir eben in dem Reiter Geschwindigkeit eben genau diese Geschwindigkeiten eingeben. Die habe ich jetzt in km/h in den Modus ausgewählt, kann man in Prozent auch machen, was eine V-Min-Geschwindigkeit ist, also Minimalgeschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit. Jetzt kann man auch bei rückwärts, man kann mit Rangieren machen. Ob das jetzt alles real ist, das kann man ja dann immer sagen. Ich habe das auf meiner Anlage, weil die jetzt ja keine großen langen Hauptstreckengleise hat, habe ich jetzt auch die Reisegeschwindigkeit eben bei 80 km/h. Maximal fahre ich bei mir gar nicht. Das kommt dann später mit den weiteren Erweiterungen. Dann wird ja auch hier der Teil dann auch mal ein bisschen anders umgebaut. Dann werden auch die Sachen nochmal, sagen wir, realistischer eingegeben. Aber auf meiner Anlage ist zum Beispiel die Reisegeschwindigkeit dann mehr wie 80, gibt es bei mir gar keine Züge. Obwohl die VMAX, die ist immer richtig eingetragen bei allen Fahrzeugen. Da gucke ich immer auf Wikipedia, was ist die Maximalgeschwindigkeit bei denen. Müsste aber eigentlich bei 140 ist eigentlich auch die Reisegeschwindigkeit, darf man ehrlich sagen. 218 fährt ja auch so schnell. Aber das kann man selber dann für sein Belieben einstellen, wie man möchte. Also, deswegen, das ist jetzt einfach ganz einfach. Wir haben jetzt beide Blöcke eingerichtet. Wir wissen, oder wir könnten jetzt eine Geschwindigkeit angeben, wenn man möchte, also in den Blöcken, müssen wir aber nicht. Und was wir jetzt machen können, ist das Thema automatische Generierung von Fahrstraßen. Weil, wenn ich jetzt hier in die Fahrstraßen reingehe, dann seht ihr hier jede Menge. Das sind jetzt alle Fahrstraßen, die jetzt auf meinem Gleisplan zur Verfügung stehen. Aber ihr seht, die sind ja immer sozusagen mit einem Bindestrich miteinander verbunden, also Block zu Block und auch umgekehrt. Es gibt aber kein Test 1 und kein Test 2. Und da gibt es nämlich einen Trick, wie ihr euch das Leben einfach machen könnt. Weil natürlich könnt ihr jetzt sagen, ihr macht jetzt die Fahrstraßen ganz normal unter, ich kann es mal reingehen, habe ich zu schnell beendet, einfach unter Neu, gebt dann sozusagen die Bezeichnung ein unter Allgemein und könnt dann sagen von Block nach Block. Also könnt ihr hier auswählen, guckt Test 1, könnten wir jetzt hier machen, Test 2, müssten jetzt nochmal gucken, wo ist der Plus, Plus-Knopf, sagen wir mal so, die Plusdarstellung, die wäre jetzt von Test 1 nach Test 2, wäre die bei Test 2. Also deswegen, das würde sogar in dem passen, in der Hinsicht passen. Ich könnte das Ganze auch einstellen. Es kann auch sein, dass zweimal Plus, zweimal Minus oder umgekehrt ist. Es kommt immer darauf an. Man muss ja immer einmal zum einen Block und dann auch von dem anderen wieder zurück. Man muss ja immer zwei Fahrstraßen haben, sonst würde der Zug nur in die eine Richtung fahren und dann keine Fahrstraße haben. So kann man es jetzt manuell machen, aber es gibt eine ganz, ganz einfache Variante. Die nehme ich immer, bin ich ehrlich. Und zwar könnt ihr unter Gleisplan, Router, dann habe ich die Optionen Fahrstraßenkennung und Blockkennung eintragen. Mehr habe ich dann nicht, keine Zuordnung, keine Rückmelderzuordnung etc. Das habe ich alles weg, das habe ich manuell gemacht. Man kann auch Sachen bereinigen, soll aber nichts zur Sache tun. Auch jetzt hier die Geschwindigkeit, das habe ich alles außen vor gemacht, weil ich das manuell einsetze, aber gerade dieses Blöcke
kennen bzw. Fahrstraßenkennung einsetzen, halte ich immer für sehr, sehr interessant. Deswegen, wir machen jetzt mal Routing und das war's nämlich. Plan ist healthy, das heißt, der passt alles, es ist jetzt nichts, also es ist gesund, heißt es. Und er hat 62 Routen kreiert oder nochmal wieder kreiert und vorher waren es 60. Der findige Mathematiker unter uns sagt vielleicht, ja Moment, wir haben ja hier Test 1, Test 2, das heißt, wir haben einmal eine Fahrt von Test 1 nach Test 2 und Test 2 nach Test 1, sind ja 2 Routen, das heißt, die hat er jetzt erstellt. Und genau das gucken wir uns nämlich jetzt an, wenn wir wieder unter Fahrstraßen gehen. Und da sehen wir unten Test 1 und Test 2. Unsere neue angelegte, die können wir jetzt gleich mal löschen, die brauchen wir jetzt nicht. Und unten haben wir genau die beiden. Einmal von Test 1 nach Test 2 und einmal von Test 2 nach Test 1. Und er weiß ganz genau, was Minus und was Plus ist. Eben, weil er auch dann weiß, wie wir die Rückmelder gesetzt haben, respektive auch von den Symbolen selber, beziehungsweise er weiß es von den Rückmeldern. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Und er sagt dann auch generated by Router. Und hier ist es nämlich nochmal möglich, dann spezifisch auch nochmal kreuzende Blöcke einzusetzen, falls er wirklich den Block kreuzen soll. Gibt dann nochmal Signaleinstellungen. Hier kann man nochmal explizit die Geschwindigkeit einsetzen, weil ich möchte ja vielleicht, dass der Zug von Test 1 nach Test 2 nur mit einer geringen Geschwindigkeit, mit der mittleren Geschwindigkeit, sag ich mal, fahren soll. Aber zurück darf der mit der Reisegeschwindigkeit fahren. Und so kann ich das dann auch einstellen in jede Fahrstraße. Ich habe wirklich dann hier Geschwindigkeit, Geschwindigkeit für Warten und Rangiergeschwindigkeit. Kann man wirklich ändern, wie man möchte. Und jetzt sind wir halt nur in Test 1 nach Test 2. Also von links nach rechts fahren wir. Wenn man in die andere Fahrstraße reingeht, haben wir natürlich da die Kontrolle. Und da können wir jetzt zum Beispiel sagen, also jetzt mache ich einfach mal für alle Geschwindigkeiten, sage ich jetzt mal mit. Von Test 1 nach Test 2. Und wenn ich jetzt nochmal in die Fahrstraßen reingehe, scrollen wir nochmal runter, dann gehen wir auf Geschwindigkeit und da machen wir zum Beispiel überall Reise. Also wenn wir jetzt nochmal hier drauf gehen, sehen wir, hier ist mit und hier würde es mit der Reisegeschwindigkeit fahren. Und deswegen, das ist immer das, was ich immer gerne nehme, weil ich da viel flexibler bin, gerade wie gesagt mit so weichen Vorfeld vom Bahnhof, das kann sich ja immer oder ändert sich ja pro Fahrstraße. Und kann dann auch jetzt hier nochmal sagen, welcher Begriff sozusagen vom Signal, ob das ein weißer oder gelber Begriff sein soll. Befehle ist es gar nicht mal so wichtig. Hier, ich kann aber Berechtigungen natürlich dann auch pro Fahrstraße vergeben. Eben wie ich es vorher im Blog gezeigt habe, kann ich dann sagen, diese Fahrstraße darf eben nur ein Intercity fahren, weil ein Güterzug hat da nichts zu suchen auf der Hauptbahn. Also einfach mal nur so daher gesagt, benutze ich aktuell nicht. Also Berechtigungen nutze ich nur bei den Blöcken. Bei den Fahrstraßen noch nicht, das kann sich aber ändern, will einfach nur das nochmal da der Vollständigkeit halber mit euch erzählen. Und das ist dann der ganze Hokuspokus. Das heißt, wir können mal rekapitulieren, wir haben die Rückmelder zugewiesen, idealerweise 2, es können auch 3 sein, wenn man einen kurzen Zug noch mit im Bahnhof hat, der dann auch, sagen wir mal, der zielgerichtet zum Beispiel vor dem Stationsgebäude anhalten soll. Wenn er es nicht tun soll, es reichen immer 2, es reicht sogar 1. Bei einem kann ich euch nochmal auch sagen, weil ich das vorher auch nochmal erwähnt hatte, können wir bei den Fahrstraßen, gibt es nämlich die Möglichkeit Enter to In. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe nur einen Rückmelder, sagen wir, wir haben nur den 50er, den 49er wäre nicht da. Dann können wir jetzt hier einfach mal sagen, wir machen hier 50, wir machen hier nichts, wir machen hier nichts. Dann haben wir hier, ist egal ob Plusseite oder Minusseite in der Hinsicht, wir haben jetzt nur dieses eine, Enter to In. Und dann genauso auch können wir jetzt hier sagen, den machen wir weg, der ist weg, Enter to In, passt. Damit haben wir wirklich einen Rückmelder, wo der Zug direkt weiß, er muss anhalten. Also er weiß, also Enter und In ist 1. Wie gesagt, kann man machen, wird nicht empfohlen, kann man sich jetzt drüber streiten auf jeden Fall. Was man noch machen kann, ist, wenn der Zug ist zwar auch von Rockrail ein bisschen, ich sag mal, leicht verpönt, ich nutze es zuhauf und habe seit Jahren kein Problem damit, ist das Thema mit einer Zeitverzögerung. Man kann nämlich dann auch zum Beispiel den, ich sag mal, Ereigniszeitgeber 2 vor allen Dingen, kann man einsetzen, um die Lok zielgerichteter anzuhalten. Jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder, jetzt gehe ich aber mal hier raus, jetzt gehe ich mal wieder zu Test
2, weil da jetzt unsere beiden Rückmelder konfiguriert sind, ist dann noch als einfacher. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, wenn der Zug jetzt einfährt bei FB 51, also wir sind jetzt auch gerade in der richtigen Rubrik, und bei FB 52 anhalten soll, dann hält der zu früh an. Ist dann zum Beispiel ist mitten am Bahnsteig, obwohl der Bahnsteig noch viel länger ist, dann kann ich jetzt hier sagen T2 und jetzt habe ich hier sogar noch was eingesetzt, das heißt 2 Sekunden, gibt der Rechner mehr dem Zug, obwohl er sozusagen den In-Melder, ich habe das nur auch beim In-Melder, es klappt auch meines Erachtens nur beim In-Melder. Also, wenn ich das jetzt anklicke und noch eine Zeit mit eingebe, dann ist es so, dass wenn der Zug über den In-Rückmelder rübergeht, nicht sofort langsamer wird, sondern 2000 Millisekunden, also 2 Sekunden wartet, bis der Zug dann stoppen soll. Das kann ich auch mit 1 Sekunde machen, das kann ich aber auch mit 100 Millisekunden machen. Ich kann es auch mit 5000 oder 5 Sekunden, also da fährt er trotzdem noch. Er hat natürlich bei der FB 51, kriegt er diese Minimalgeschwindigkeit oder die mittlere Geschwindigkeit, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, kriegt er dann hin, das heißt, er wird langsamer, fährt aber, hält so lange diese langsame Geschwindigkeit oder diese langsamere Geschwindigkeit, falls sie überhaupt eingestellt ist, aber es ist ja mal die Regel, bis er den In-Melder erreicht und dann eben, wenn es angecheckt, wollte ich schon sagen, angeklickt ist, dann wartet der 5 Sekunden, obwohl der schon den In-Melder erreicht hatte, bis er dann diesen Stoppbefehl bekommt. Kann helfen bei der Feinjustage, ist wie gesagt ein bisschen verpönt. Ich nutze es zuhauf und habe da überhaupt keine Probleme mit. Aber es kommt dann auch immer, ja, Auf die verbauten Komponenten natürlich dann an, also wie auch eine Anlage aufgebaut ist. Deswegen, man kann es nicht verallgemeinern. Man soll es einfach nicht, weil es eben zu Fehlern führen kann. Deswegen ist explizit so erwähnt. Aber ich kann es in keinster Weise da bestätigen, zumal ich ja die Anlage auch gerne, wenn ich dann eher an ihr arbeite. einfach mal 12 Stunden laufen lasse und auch gucke, passiert da irgendwas, wo bleiben die Züge stehen, auch mal nach längerer Zeit wird irgendwas warm. Also von dem her, die Anlage gibt es ja schon ein paar Jahre. So, also deswegen haben wir das jetzt hier gemacht. Das heißt, wir haben die Rückmelder zugeordnet. Wir wissen, wir können auch einen dritten Rückmelder machen. Wir können das Ganze auch nur mit einem machen. Wenn wir sagen, okay, wir wollen diese Feinjustage, ist natürlich dann nicht mehr möglich, weil wir nicht sagen können, hey, warte nach Erreichen des Enter-Melders. Auch wenn du den In-Melder erreicht hast, dann warte dann eben noch ein paar Sekunden. Das ist dann schwer. Natürlich können wir das allgemein dann machen. Wir können auch in einem Enter, ähm, in einem Enter-to-In Befehl können wir natürlich auch die T2 mit reinsetzen, aber das macht es trotzdem natürlich von der Justage natürlich weniger fein. Also von dem her gibt es aber Möglichkeiten, um das nachher zu justieren. Also deswegen, das haben wir gemacht. Wir wissen, was die Plusseite ist eines Blocks, wir wissen, was die Minusseite eines Blocks ist. Deswegen, wir müssen immer beide Sachen, damit das System einfach diese genaue Justage dann auch machen kann, gerade bezüglich auch der Fahrstraßen dann, müssen wir das beide machen. Das heißt, das wissen wir nun auch. Wir wissen, dass wir nachher auch mit dem Router, also erstmal, wir können unter den Fahrstraßen jetzt ganz einfach selber eine anlegen unter neu. Wir können es aber auch einfach machen, gerade wenn man jetzt sagt, man hat jetzt ein paar Blöcke hingesetzt, warum soll ich mir die Arbeit machen, alles selber in Rockrail einzupflegen, wenn es einfach unter Gleisplan das Thema Router gibt, lasst diese beiden angeklickt und dann einfach auf Routing klicken und schon generiert der einfach dann die benötigten Fahrstraßen. Und als kleiner Nebeneffekt, jetzt hat hier natürlich jetzt keine, weil es sind jetzt 62, vorher waren es auch 62. Nebeneffekt ist dann noch bei den einzelnen Gleissymbolen hier, also wir sind ja einzelne Geraden jetzt zum Beispiel in unserem kleinen Test. Er macht auch diese Fahrstraßenkennung hier direkt rein. Das ist eine Heidenarbeit, kann ich euch sagen, wenn ihr das manuell machen solltet. Das heißt, wir haben hier die Fahrstraße Test 1 nach Test 2 und Test 2 nach Test 1, die hat er schon eingetragen. Jetzt sagt ihr, für was brauche ich an einer Schiene diese Fahrstraßenkennung? Das ist nachher nämlich dann das, ich werde es euch gleich zeigen, wenn wir den Zug starten, dass die einzelnen Schienen gelb oder rot markiert werden, dass man weiß, da ist gerade ein Zug im Anmarsch, der fährt gerade, beziehungsweise der ist auch im Block gerade drin und hält. Deswegen einfach, das ist eine, sagen wir mal, eine Sichtbarkeit oder wie kann man das sagen, eine ja, visuelle Darstellung sozusagen der Gleise, weil es bringt ja nichts, wenn alles grau ist, wie ihr hier seht, wenn nichts los ist, aber ihr seht ja auch zum Beispiel hier hier, wenn da ein Zug drin steht, Von Rückmelder zu Rückmelder ist das Ganze als rot bezeichnet. Also das heißt, es ist dann gesperrt, da kann auch kein Zug mehr reinfahren. Aber auch, das werde ich euch dann nachher gleich zeigen, wenn ein Zug dann losfährt und sich dann die Blöcke und die Strecke dann reserviert, dann sieht man das ja auch in Gelb alles. Also von dem her ist es viel Input, ich weiß,
aber es muss einfach mal gesagt werden. Man kann es sich auch einfach machen, eben mit dem Router zu machen. Man kann aber auch in jede Schiene reingehen und sagen, hey, ich lege das manuell ein, mache hier genau diesen Text, kopiere ich mir rein, diese Fahrstraßenteil, kopiere mir in jede Schiene rein und mache dann nochmal sozusagen die Gegenseite kopiere ich mir dann oder auch kannst du mit einmal machen und dann kopiere ich mir beide und mache es dann wirklich in jede einzelne Schiene. Müssten wir jetzt hier reingehen, auch in den Rückmelder, Eigenschaften, zack rein. Überall können wir das reinsetzen und das muss man manchmal machen, weil man da zum Beispiel Blöcke vielleicht geändert hat oder doch nochmal ein bisschen was feinjustieren muss. Da muss man das manchmal selber machen. Das ist eine blöde Arbeit, aber ich will euch einfach nur zeigen und dass es halt euch auch Spaß macht. Es gibt einfach einfache Möglichkeiten, um relativ schnell, in Anführungszeichen immer wohlgemerkt, dann zum Ziel zu kommen. Und mehr ist es nicht. Also das war der Hokuspokus. Weil die Fahrstraßen sind die wichtigsten. Fahrstraßen, Blöcke und Rückmelder. Rückmelder sind ja schon technisch oder elektrisch angebunden. Von dem her passt das alles. Und ja, jetzt würde ich sagen, lass uns einfach mal den Zug erstmal fahren. Deswegen schalten wir die Gleisspannung direkt mal ein. Die habe ich nämlich ausgeschalten, weil sonst funktioniert nämlich der Router nicht. Sonst kann man nicht automatisch die Fahrstraßen erstellen. Das ist nochmal ein Hinweis, das sagt euch aber auch das Programm. Deswegen jetzt schalten wir alles an. Gehen auf Ebene 2, wo unser Regionalzug steht. Den haben wir ganz einfach mit Zuweisung sozusagen des Zugs, den wir vorher angelegt haben. Ich habe den jetzt wirklich als kompletten Zug mit Wagen angelegt. Das heißt, wenn ich unter Züge gehe, kann ich hier mit dem Regionalzug, da sind jetzt noch alle 4 Wagen, wie ihr den ursprünglich auch kennt, dargestellt, kann ich eben den Zug dann erstellen und dann eben verschiedene Wagen hinzufügen. Wo auch der Standort dann nachher ist, kann dann noch ein paar Einstellungen machen. Das würde ich jetzt erstmal lassen, es wird sonst zu viel von der Seite aus. Wie gesagt, wenn ihr auch da ein Video wollt, wie man da Züge erstellt und allem drum und dran, bitte schreibt es auch in die Kommentare. Unter Wagen muss man natürlich erstmal die Waggons da einpflegen, wo es für uns vor allem diese N-Wagen interessant sind. Wie gesagt, macht erstmal nichts außen vor. Wir haben dann die Möglichkeit, auf einen Block rechts zu klicken und die Lokbelegung zu setzen und dann unseren Zug auswählen und dann mit Doppelklick reinzusetzen. Also ich kann zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt mal hier den Dorfbahnhof, habe ich jetzt gemacht. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal sagen, ich nehme jetzt einen 648er und dann seht ihr schon, ist das Ganze als rot tituliert. Brauchen wir nicht. Erstmal, das müssen wir natürlich in dem Test 1, Test 2 müssen wir machen. Das war jetzt aber nur visuell, das ist ja nicht die Rückmelder, die wir da jetzt hier in unserem Fall eingebaut haben. Die sind jetzt nicht elektrisch angeschlossen, wollte ich aber einfach nur der Einfachheit halber einfach mal erzählen. Aber jetzt können wir, wenn wir in den Automatikmodus oben mit den 2 Pfeilen wechseln, können wir jetzt sagen, Lok starten. Ich kann auch sagen Ziel setzen und dann kann ich sagen, fahr in diesen Block, in den spezifischen Block rein. Ich habe aber alle Blöcke schon bereits der Lok gesagt, wo sie rein darf und wo nicht. Und es ist nämlich nur Bahnhof Gleis 2. Also machen wir einfach Lok starten. Es wird jetzt alles gelb, weil eben auch alles in der Fahrstraßenkennung in den jeweiligen Gleisen eingestellt ist. Und zwar bis hier zum Einfahrblock. Zum Einfahrsignal Bahnhofblock. Und jetzt wird der Zug los. Jetzt hat er auch bis zum Bahnhof sich seinen Weg gesucht, also den Block auch reserviert und fährt ihn auch gerade rein, deswegen wird der blau hinterlegt.
und hält hier gemütlich unter dem kompletten Dach des Bahnhofs inklusive Hauptgebäude schön an, obwohl der Bahnhof schon noch ein bisschen weiter geht, eben wegen dem Thema Short-In. Falls ihr einen Zug habt, so wie ich auch, könnt ihr auch in den Tabellenzügen dann bei dem spezifischen Zug, das wäre jetzt bei uns der Regiozug, das Thema Short-In verwenden, je nachdem, ob ihr, wie gesagt, komplette Züge nutzt oder nur die Loks. Ich mache es teils, teils, da habe ich noch kein System drin, bin ich dann ehrlich. Es ist erstmal am Anfang relativ egal. Der Vorteil ist, Rockrail würde euch dann unterstützen, falls der Bahnhof, da kann man auch eine Länge eingeben in die verschiedenen Blöcke. Er würde niemals dann einen langen ICE in den kurzen Dorfbahnhof Bahnsteig da zum Halten bringen, sondern einfach gucken, dass der frei ist oder durchfahren lassen oder auch einen anderen Bahnsteig sich suchen, falls zum Beispiel ein Hauptbahnhof mit mehreren Gleisen vorhanden ist, würde nicht den kleinen S-Bahn-Bahnsteig, wo nur eine oder eine zweiteilige Einheit hinkommt, sondern wenn halt ein ganzer ICE, dass der extra im Fernverkehrsteil des Bahnhofs dann zum Stehen kommt. Also solche Möglichkeiten gibt es auch. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Gerade wenn ich jetzt hier nochmal schaue, ich kann die hier Bahnlänge hier zum Beispiel mit eingeben, genau. Bahnsteig, Gleis, also da habe ich noch in dem Block selber die Möglichkeit. Ja, und mehr ist es gar nicht. Also wir haben jetzt hier diese Sache eingestellt. Was noch für unseren spezifischen Teil wichtig ist, um das Ganze wirklich als Pendelstrecke noch abschließend zu deklarieren. Wie gesagt, wir haben jetzt ja den Zug mal gefahren. Können wir unter Allgemein, haben wir hier das Thema Kopfbahnhof. Und das ist sozusagen das Wichtigste. Deswegen auch, wenn ich jetzt hier reingehe in unseren Block, wo gerade unser Zug steht, da ist auch nämlich eben Bahnhof Gleis 2, da ist Kopfbahnhof aktiviert. Das heißt, damit weiß der Zug, hey, da muss er die Richtung wechseln, weil zum Beispiel beim Einfahrsignal Bahnhof ist zum Beispiel das Thema nicht hinterlegt, aber natürlich wieder, wenn ich auf Ebene 1 gehe, beim Dorfbahnhof oben, sowie auch natürlich bei den Abstellgleisen, habe ich hier auch Kopfbahnhof. Das ist wie gesagt noch wichtig und auch wenn man den Zug dann erstmal hinsetzt, ist es eventuell vonnöten, die logische Richtung zu tauschen, respektive die Einfahrtseite des Blocks zu tauschen, also da einmal draufklicken, je nachdem, falls dann der Zug zum Beispiel, wenn man startet, auf einmal doch in die andere Richtung fahren würde. Da muss man ihm einmal das kurz sagen, also es kann auch mal sein, dass nur eine Sache notwendig ist, einmal logische Richtung tauschen oder auch die Einfahrtseite des Blockes, das sieht man immer an dem Pfeil, also an diesem Dreieck, wohin er jetzt fahren würde und auch die Lok ist schon so mit dem Richtungswechsel, sehe ich das an den weißen Lichtern, dass die jetzt auch wieder eben hochfahren würde in die kleine Bergstrecke zum Dorfbahnhof. Also von dem her, das ist nochmal ein kleiner Trick von meiner Seite. Sonst haben wir jetzt sehr einfach habe ich euch mal gezeigt, wie man eine Pendelstrecke einrichtet. Es ist gar nicht so viel Musik drin, man muss vielleicht ein paar Sachen aufpassen, beziehungsweise bei ein paar Sachen einfach auch sich einfach machen und eben den Router benutzen. Und sonst eine Lok ist ja relativ schnell eigentlich reingesetzt, muss dann nochmal kurz gucken, hey, wie ist die Fahrtrichtung? Wie gesagt, dann eben mit dem logische Richtung Einfahrtseite tauschen und das war's dann. Und wie gesagt, Blöcke haben wir besprochen, alles auch mit den Rückmeldern. Und ich hoffe, euch hat es den kleinen Mehrwert gebracht. Ich war jetzt doch relativ lang. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Falls irgendwelche Fragen noch sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ihr zu irgendeinem Teil nochmal ganz spezifisch ein Video haben wollt. Zum Beispiel, wie bin ich noch detailgetreuer, irgendwie noch detaillierter die Rückmelder ein? Oder wie stelle ich einen Zug zusammen? Das Thema Signale würde ich euch, wenn ihr sagt, ihr habt da Lust drauf, da ich ja noch die ganzen Signale dann im Neubauteil aufstellen muss und auch anschließen muss, würde ich euch da auf jeden Fall anbieten, wie gesagt, wenn Bedarf ist, dann auch manchmal zu zeigen, wie bindet man eben bei dieser Pendelstrecke jetzt in dem Szenario dann eben die Signale ein, dass die auch so funktionieren, wie wir sie gerne haben wollen. Oder auch, genau, wie vielleicht Lokomotiven, wie kann ich die einrichten, etc. etc. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, sagt es gerne. Und sonst, oder auch mit den Aktionen zum Beispiel, wie man hier machen kann. Was ist zum Beispiel, man kann auch einen Block dann sagen, hey, du kannst eine Aktion machen, wenn ein Zug quasi reinfährt. Du kannst zum Beispiel sagen, Hupe, wenn du
in den Bahnhof einfährst zum Beispiel. Gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Wie gesagt, es ist erstmal Basis, wie mache ich eine Pendelstrecke. Aber lasst es mich gerne wissen, ob es euch auch was gebracht hat, ob es zu lange war, ob es zu kurz war. Hilft mir sehr, um euch in Zukunft da auf jeden Fall unterstützen zu können. Und wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, viel Erfolg und ich lasse noch mal ein bisschen die Züge fahren. Macht es gut, gell? Bis dahin. Ciao, ciao.